Guten Morgen, liebe Outdoor-aktiven Natur- und Geschichtsbegeisterten. Heute zu einer weiteren Episode aus Calw. Die Spuren des Grafen von Calw. Nach dem Intro geht's auch direkt los, bleibt dran. Wir wollen heute dem historischen Stadtrundgang folgen. Da empfiehlt sich auch die History-App, die sehr schön die Gebäude aus der Vergangenheit und der aktuellen Zeit darstellt. Beginnen wird die Tour hier an der Brühlhalle von 1880. Sie besticht durch ihren einzigartigen Stil, der an eine dreischiffige Basilika erinnert. Das Haus Schnaufer, eines der schönsten Fachwerkhäuser hier in Calw, erbaut 1694, nur 2 Jahre nach einem verheerenden Stadtbrand. Die Villa Wagner. Hier in der Stadt der Rundweg, sehr schön gemacht. Überall diese Tafeln. Das André-Haus in Calw, ein historisches Fachwerkhaus, eng verbunden mit der Geschichte der Stadt und dem berühmten Theologen Johann Valentin Andrä. Andrä war von 1620 bis 39 Dekan in Calw und gilt als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadt. Auch hier in Calw überall diese schönen Gassen. Das Palais Fischer, erbaut in den Jahren 1787 bis 91 im Auftrag von Johann Martin Fischer, einem erfolgreichen Holz- und Floßhändler. Das Steinhaus, ein wichtiger Zeitzeuge der Calwer Geschichte. Nach einem verheerenden Stadtbrand von 1692, der Bauherr Johannes Schill entschied sich bewusst für ein Gebäude aus Stein mit feuerfesten Gewölben, um künftigen Bränden zu trotzen. Hier sehen wir jetzt also den Knuip, eine ganz bekannte Romanfigur aus einem Roman von Hermann Hesse. Jetzt habe ich hier und da eine Nachtheimweh nach Calw. Das Handels- und Wohnhaus 1788 bis 1790 erbaut durch Bürgermeister Jakob Friedrich Hasenmeier. Hier war die Calwer Company bis zu ihrer Auflösung 1797 beheimatet. Die Nikolausbrücke in Calw, ein wahres historisches Juwel. Erbaut um 1400
Die steinerne Konstruktion und die gotische Nikolauskapelle, die sich direkt anschließt, ist beeindruckend gut erhalten. Hier kann man sehr schön die letzten Überreste der Stadtmauer sehen, mit dem Wehrgang oben. Das Haus Schaber, wohl auch das Geburtshaus von Hermann Hesse. Das Calver Rathaus hat eine wechselvolle Vergangenheit. Es wurde mehrfach durch Brände zerstört und wieder aufgebaut. Der heutige Bau stammt überwiegend aus dem 18. Jahrhundert. Der Salzkasten, ein historisches Gebäude mit einer spannenden Vergangenheit. Ursprünglich diente der Salzkasten, wie der Name schon sagt, als Lager für Salz. Salz war im Mittelalter ein kostbares Gut und wurde von den württembergischen Amtsstädten, darunter auch Calw, an die Bevölkerung verteilt. Das Georgineum wurde im 19. Jahrhundert von Emil von Georgi Georgenau und seiner Frau Sophie als Geschenk an die Stadt Calw errichtet. Die alte Lateinschule, bereits im Jahre 1453 gegründet. Die Lateinschulen waren im Mittelalter und der frühen Neuzeit wichtige Bildungseinrichtungen, an denen vor allem die Söhne aus wohlhabenden Familien unterrichtet wurden. Die evangelische Stadtkirche. Die Anfänge der Stadtkirche reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Nach 1260 wurde sie an eine bestehende Kapelle angebaut, die dem heiligen Jakob geweiht war. Der gotische Chor entstand um 1420 und ist einer der ältesten Teile der heutigen Kirche. Im Dreißigjährigen Krieg erlitt Calw schwere Zerstörungen, auch die Stadtkirche blieb nicht verschont. Um 1700 wurde das Kirchenschiff mit einem welschen Turm wieder aufgebaut. Der Chor aus dem 14. Jahrhundert ist ein beeindruckendes Beispiel gotischer Baukunst. Die Schlusssteine im Gewölbe des Chors zeigen das Calver Wappen, das württembergische Wappen und Symbole der Kirchenpatrone Petrus und Paulus. Der einzig erhaltene Turm der mittelalterlichen Stadtbefestigung, der Lange. 1518 erstmals urkundlich erwähnt, diente er als Wachturm und war Teil der Stadtmauer, die einst Calw umgab. Zwischen 1706 und 1707 erfolgte nach dem Dreißigjährigen Krieg der Wiederaufbau. Dabei erhielt der Turm seine charakteristische Fachwerkobergeschosse. In der Ferne kommt schon der Schlossberg in Sicht. Die Stadt Calw natürlich wesentlich später als die Burg entstanden. Der Schlossberg war einst Sitz der Calver Grafen und beherbergte eine mächtige Burg. Obwohl von der Burg heute nichts mehr übrig ist, zählt sie doch zu den bedeutendsten des heutigen Landkreises Calw. Von den Höhen des Schlossbergs genießt man einen wunderschönen Panoramablick auf die Stadt und die umliegende Landschaft. Hier endet also unser schöner Rundgang auf den Spuren der Grafen von Calw in der Stadt hier in Calw.
Bleibt gespannt, wir sehen uns beim nächsten Teil. Bis dahin, tschüss!